Hallo, Hallo. wir sind Piranhas und wir, geben euch jetzt den besten Rat der Welt. Können wir gar nicht, ne? Wohl gar keine Ahnung von, oder? Ja, Computerspiele und so, haben wir gar keinen Plan. Das ist auch Best Advice heißt die Sendung. Heißt denn das? Also, die erste Frage, die ich mir da natürlich stelle, ist, auf wen höre ich denn überhaupt? Bloß nicht auf uns. Weiß ich nicht. Weißt du auch nicht, Kann ne? ich jetzt auch nicht abstreiten, Ach so. ja. Aber was wir so festgestellt haben, ist, wir bewegen uns so stark in Bubbles mittlerweile, dass dieses große Ganze irgendwie, alle schauen das Gleiche, alle schauen zur gleichen Zeit, alle hören demselben zu, gar nicht mehr so im Detail stattfindet. Das ist überschreitend anders. Nee, Quatsch. Wie nennt man das denn so? Also unterschiedliche Alterstypen. Unabhängig. Altersunabhängig. Menschen unterschiedlichen Alters bewegen sich auch in unterschiedlichen Bubbles und hören auf unterschiedliche Leute, Quellen, woher sie ihre Inspiration oder ihre vielmehr Ideen, was sie jetzt als nächstes machen wollen, ziehen. So, worauf wollen die eigentlich hinaus? Ja, worauf hört ihr denn? Wenn ihr jetzt ein neues Spiel spielen wollt, ja? Wo kommt ihr denn jetzt darauf? Wenn jetzt irgendwie früher irgendwie alle vorm Fernseher gesessen haben und haben irgendwie, was weiß ich, MTV geguckt oder was weiß ich, irgendwas wird im Fernsehen in den Nachrichten empfohlen, was ja echt selten ist, dass ein Spiel ist in die Nachrichten schafft. Kommt vor, ne? Aber wetten das? Aber, aber wenn nicht alle davon hören, wenn nicht alle davon mitkriegen, wie denn dann? Ja, also wie kommt das Spiel an den Kunden und wie kommt man dann darauf? Hoffentlich wurde nie ein Spiel bei Wetten das mal promotet, sonst heißt es irgendwie Björn Pankratz fand das Kacke. So war nicht so gemeint, ne? Keine Ahnung. Aber wir würden jetzt nicht auf die Idee kommen, jetzt Wetten das zu gucken, um sich von denen Rat zu holen, ne? Nee. Thomas Gottschalk und seinen Leuten. Wahrscheinlich ist das Zielpublikum auch verfehlt, aber wenn Wetten das uns jetzt fragen würde, wollt ihr in die Sendung kommen, um euer Spiel zu promoten, dann würden wir sagen, ja klar. Tat ja nicht. Da mache ich mir so ein bisschen Gedanken über die Zielgruppe. Aber ja, klar, natürlich. Ja. Mehr Leute sind immer gut, klar. Ne? Kann ja nicht neue verkehrt Märkte sein. Erschließen oder so. Ja. Ne? Ja. Also, genau, das ist das nämlich auch. Auf der einen Seite möchte man natürlich die erreichen, die man sonst auch immer erreicht hat. Das ist wahrscheinlich noch am einfachsten, weil, was weiß ich, wie viele Leute gucken jetzt diese Sendung? Was weiß ich, 1000? Was die hier? Ja. Ja. So, ne, wenn wir Glück haben, gucken es dann 2000 und dann viele davon entwickeln selber Spiele, viele sind irgendwelche Fans oder was, ne, wo auch immer ihr herkommt. Die uns kennen. Die hier so, ne? Ja. Aber wenn wir jetzt nur auf diesem Kanal Werbung machen würden für unsere Spiele, dann wären wir ja verloren. Ne? Das wären zu wenig, ja. Also wie da kommen könnte man wir nicht denn von leben, das ist richtig, ja. An die Leute dran, die es auch spielen wollen, die sich aber für sonst unseren Kram nicht interessieren? Das ist natürlich eine sehr interessante Frage, die auch dem Wandel der Zeit unterliegt. Darum haben wir weniger als 100 Leute gefragt, welcher Expertenmeinung in Sachen Games folgst du denn? Und die haben Folgendes gesagt. Ich schaue im Netz gerne verschiedene Kritiken und in Sachen Gaming schaue ich Game2. Das gefällt mir eigentlich am besten, weil es auf so eine direkte Wertung verzichtet und eher so eine Stimmung rüberbringt bei dem Spiel. Und damit finde ich mich ganz gut wieder, weil ich dann sehen kann, ob das überhaupt prinzipiell was für mich ist, das Spiel. Expertenmeinung, gute Frage. Meinen Freunden ehrlich gesagt. Es ist für mich die Expertenmeinung, denn die wissen genau, was ich gern habe an Spielen und an Content. Und wenn sie mir sagen, oh ja, das ist cool, das habe ich angespielt, das macht Spaß, das ist genau dein Ding, dann ist das die Meinung, die ich brauche, um zu entscheiden, welches Spiel ich als nächstes anpacke und welches nicht. Tatsächlich schaue ich mir dann eher an, wie andere Leute es spielen und vielleicht auch von Freunden. Ich würde da weniger auf offizielle Kritiken gehen, sondern tatsächlich eher von echten Menschen und wie sie es finden und spielen. Ich schaue mir viele Streamer an, glaube ich, und da mache ich mir dann so mein eigenes Bild.
Das sagt nichts mehr ohne meinen Android. Ne? Boah, da muss ich jetzt echt kurz drüber nachdenken. Also etwas, das ich sehr häufig in letzter Zeit tue, ist eine Mischung aus Twitch und Steam. Okay. Das heißt, wenn du in Steam Spiele spielst, dann werden dir häufig Spiele vorgeschlagen, die so ähnlich sind wie das, was du schon mal gespielt hast. Ja. Und dann mutmaßt Steam, es könnte dir gefallen. Ja. Und das verwende ich häufig auch. Oh Gott, da fällt mir was ein. Bei mir ist es Facebook. Das ist ganz grausam, ey. Ja, ich sitze oft vom Tablet-PC, weil der große Bildschirm, der wird von den Kindern oder von dir benutzt und dann denke ich mir, ja, was machst du denn jetzt? Ach, guckst du irgendeine Serie auf dem Tablet so? Da habe ich dann so einen Arm und dann hängt da so das Ding vor mir und so und dann gucke ich auch mal bei Facebook, was da so los ist und dann werden mir so ein paar Quizspiele so irgendwie, erkennen sie die Melodie und so ein Zeug, ne? Das installiere ich mir dann und das spiele ich dann. Davon lasse ich mich inspirieren. Das ist natürlich so Kurzweildinger, ne? Aber das ist doch schon, ne? Also hier dieses Guilty Pleasure, was ich mal gesagt habe, irgendwie Spells and Puzzles von hier Harry Potter, was auch Portkey gemacht hat übrigens, die Hogwarts Legacy gemacht haben, habe ich dann gespielt, ne? Und das ist eine Geschichte, wo ich sage, ja, da habe ich mich inspirieren lassen. Wo mache ich es sonst noch? Ich habe das mal eine Zeit lang gemacht, 50 Games Like. Da war so eine Seite, die gibt's glaube ich auch noch, ne? Das heißt also, wenn ich irgendwie Bock auf ein Spiel hatte, was ich irgendwie im Kopf hatte, sowas wie System Shock oder so, habe ich das dann da eingegeben und habe mir mal angeguckt, was die so ausgespuckt haben. Ja, aber so ein Spiel beispielsweise wie Prey von 2017 findet da gar nicht statt, weil irgendwie das in die Shooter-Ecke geschoben worden ist, obwohl es exakt genau das ist, was ich hätte spielen wollen. Es ist sowas wie System Shock. So, ja. Und da hat dieses System da versagt an der Stelle. Stimmt. Wie wäre ich dann auf diese Idee gekommen? Wie bin ich denn auf die Idee gekommen, Prey überhaupt zu spielen? Mundpropaganda. Twitch. Dachte jemand, das auf Twitch gespielt. Und dann habe ich dann mir das mal angeguckt und habe gedacht, das ist ja genau das Spiel, was du mal spielen wolltest. Wie wahnsinnig gut ist das denn? Ging mir bei Days Gone genauso. Ne? Ging mir bei Vampire genauso. Also Twitch ist schon ziemlich stark bei mir, ja. Mittlerweile, wenn ich mich frage, ist das Spiel denn was für mich, gucke ich auch häufig auf Twitch. Ja. Spielt es gerade einer und wie sieht es dann aus? Und dann entscheide ich mich. Ja. Während das früher häufiger so war, dass man dann doch eher irgendwie ein Magazin zur Rate gezogen hat und was haben die denn darüber gesagt? Das ist wirklich rückläufig. Wir machen das natürlich aus beruflichen Gründen immer noch. Ne, also, dass wir häufig in Magazine gucken, was da momentan gerade so abgeht. Aber ich sehe das in der Bubble, also, dass viele Leute tatsächlich weniger Magazine zur Rate ziehen. Ne? Früher war das Ding. Da waren die Kiosks voll mit der Auslage irgendwie und du konntest dir angucken, welche Leute haben welche Spiele empfohlen, wie gut waren die, wie werden die bewertet und so weiter und so fort. Ne? Reviews sind ja auch immer noch da. Reviews und Previews. Aber das ist rückläufig. Und viele Leute gucken sich dann, also eine Zeit lang war sehr stark Let's Plays vertreten und mittlerweile holen Livestreams mehr auf und Mundpropaganda ist auch immer noch ganz stark. Das heißt, wenn was weiß ich, Freund, eine Freundin ein Spiel empfiehlt, sagt, boah, das ist super, müsst ihr euch unbedingt mal angucken. Und das ist eine Person, die sowas Ähnliches spielt, wie wir mögen, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr groß, dass wir uns das dann tatsächlich natürlich auch angucken. Mhm. Und jetzt ist natürlich für uns ultra spannend, wie hat sich das bei euch entwickelt? Ne? Wir haben ganz am Anfang auch mal über dieses Thema gesprochen, aber die Zeit ist so stark im Wandel. Also Frage Nummer 1, wo erkundigt ihr euch über neue Spiele, was cool für euch ist? Und Frage Nummer 2 finde ich auch extrem spannend. Was glaubt ihr denn, wo müsste man werben, damit möglichst viele Leute das auch sehen? Würde ich gerne mal wissen vom Publikum. Ja, weil das ist wahrscheinlich sehr spannend, ne? Was man glaubt, wo und so weiter. Weil es gibt nämlich da, manchmal hapert es auch an eine Idee, ne? Wo das Marketing dann das Geld investiert, um da wirklich eine Präsenz zu erzeugen irgendwie, ja, wie teuer das auch immer ist und so weiter, ne? Ja, mach das doch hier mit Twitch und mit den Streamern und so weiter. Ja, das machen wir auch, aber das ist nur ein Teil der ganzen Geschichte, weil es sind ja nicht alle auf Twitch.
Ne? Die sind ja überall, deswegen machen wir ja diese Sendung. Das ist halt, wer gibt dir den besten Rat? So, ne? Genau. Und wo kriegst du deine Informationen her? Tja, ist wahrscheinlich wie Geld investieren, überall ein bisschen. Ne? Ist das Schlauste wahrscheinlich. Ja. Und Ne? wo das meiste? Wo das meiste, genau. Mal gucken. Richtig. Mal gucken. Hast du eine Community-Frage? Ich lese mal eine vor. Gut. Mich würde mal interessieren, ob ihr euch mal mit dem Gedanken auseinandergesetzt habt, einen anderen Grafikstil zu verwenden. Eure Spiele sind immer recht realitätsnah. Wie wäre es mal mit Cell-Shading-Look oder Comic-Look, wie zum Beispiel Borderlands oder Kingdom of Amalur? Und falls nein, wieso nicht? Wie steht ihr zu dem Ganzen oder gibt es andere Grafikstile, denen ihr nicht abgeneigt seid? Okay, das ist eine sehr umfangreiche Frage. Also, es hat sich bei uns immer irgendwie ergeben, ja. Realistischer Stil, also so realistisch, ja, so was heute realistisch möglich ist, machen viele Spiele nicht, auch wenn sie so aussehen. Ja, das heißt, an irgendeiner Stelle fängt jedes Spiel an zu stilisieren. Ja, das heißt, wie die Natur, wie echt sieht nichts aus, so, aber fast so. Ja, das heißt also, wie viel Realität kriegst du rein in dein Spiel? Da kommt dann dazu, dass viele Menschen eine große Erwartung haben an gewisse Spiele, ja, vor allem an uns. Weil wir halt so Mittelklasse-Spiele machen. Das heißt also nicht die ganz kleinen. Das heißt so Indie-Entwickler, da erwartet man eigentlich nicht irgendwie, dass die grafisch irgendwie High-End produzieren oder so. Dann sagt man irgendwie, na komm, bei Minecraft oder so Klötzchen-Grafik, das reicht mir dann auch schon. Obwohl es auch mittlerweile total geile Skins gibt, ja, wo die Klötze fast aussehen, als wären sie, echt und so. Echtes Wasser, echt, also das gibt's ja alles schon. Die Frage ist immer, wie viel kann man leisten? Und was ist gut für das Spiel? Wir haben sehr viele Menschen, stellen wir da in unserem Spiel. So, ja. Das heißt also, dass wir tatsächlich immer so einen Hang dazu hatten, immer so ein bisschen Realismus mit reinzubringen in dieses Spiel, ja. Obwohl sie natürlich super stilisiert waren immer. Ne? Also unsere Figuren. Also Hände ein bisschen größer oder auch von dem Look und viel der Klamotten und der Haare und so. Also das ist schon so ein schwieriges Ding. So, das heißt also, es wird auch erwartet, weil die Technik ja voranschreitet und so weiter, dass solche Spiele, wie sie machen, dann auch möglichst High-End-Grafik dann bieten. Ansonsten wird das von vielen da nicht angenommen. So, ne? Und die interessante Frage, die da gestellt wird, ist, wie wäre es denn mal mit einem Comic-Stil den reinzubringen? So, das ist eine gute Idee. Ja, die haben wir auch schon sehr oft gehabt, ne? Sind dann aber trotzdem immer davon abgewichen, weil wir gemerkt haben, dass wir da einen super krassen Gegenwind bekommen von unheimlich vielen Menschen, die das dann irgendwie ablehnen würden. Und sobald man eben mit so einer Reihe anfängt, ja, wie Elex, ja, dann muss Elex 2 darf jetzt nicht auch noch mehr stilisieren als der erste Teil. So, das ist auch einer der Gründe, warum du nicht einfach zwischendurch den Stil änderst. Du kannst natürlich die Technik ändern. Das geht. Ja. Ne? Also man versucht immer das Beste rauszuholen, was eben gerade möglich ist. Ja. Aber man ändert nicht krass den Stil. Also man würde jetzt irgendwie kein Comic-Spiel irgendwie innerhalb einer Reihe machen, es sei denn, du machst sowas wie ein Spin-off. Ja, und kündigst es dann auch als solches an. Das würde wieder funktionieren eher. Was doch geht, ist zu verbessern. Ja. Das heißt, dann änderst du ja auch den Stil im Grunde genommen. Ne? Aber was du meinst, ist sowas wie so ein Downgrade zu machen. Das heißt, vorher hast du eher an realistische Dinge, angelehnte Dinge und dann fangst du an, Comic-Stil zu machen. Das würden die Leute nicht annehmen. So, ne? Das ist so eine Sache. Und womit fängt man an? Was macht man dann als erstes? Ne? Das ist dann trittst du was los und dann musst du dich dann auch in einer Fortsetzung dann daran halten. So ein Stück weit an dem Stil. Das heißt, das, was die Menschen dann von dir erwarten, machst du dann. So, ne? Aber da haben wir schon oft drüber nachgedacht. Ist auf jeden Fall eine Sache, die wir immer noch im Hinterkopf haben und auch intern sehr häufig diskutiert wird. Ja. Das ist gar nicht so abwegig. Also die Wahrscheinlichkeiten, dass sowas mal passiert, die schwanken immer, je nachdem, wie der Markt sich gerade entwickelt, ne? Und wie die Erwartungen an uns gestellt werden. Weil wir gucken immer schon, dass wir dem Anspruch der Menschen da draußen einigermaßen gerecht werden. So, ne? Das ist dann schon so eine Triebfeder von uns und das ist dann so ein Einfluss darauf. So, ne? Warum haben sie das denn jetzt gemacht? Diese Fragen kriegen wir immer.
Ne? Warum habt ihr dies so? Warum macht ihr nicht das und so? Und ne, das ist halt schon eine Sache, die diskutieren wir sehr häufig. Ja. Gut, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und hoffentlich sehen wir uns nächste Woche wieder hier, wenn es heißt Pianobergen TV. Genau. Dankeschön. Bis dann. Tschüss. Dishonored fand ich sehr schön gemacht. Ne? Zum Beispiel. Ja, obwohl die Typen ganz schön kleine Köpfe, große Arme oder sonst was haben, aber das fand ich auch ziemlich cool. Ja. Genau, aber es ist halt dann auch Dishonored, ne? Es wäre jetzt nicht, also, was weiß ich, hättest du jetzt Fallout im Comic gemacht, dann wäre es Borderlands geworden irgendwie, ne? Vielleicht.